Ja. Mach mal auf. Mach mal auf. Das gegeben heute. Der will mal eine Bulette. Da kannst du jede Nacht woanders schlafen. Und jeden Morgen woanders frühstücken. Ja. Wir stöhnen jetzt eine Runde. Wir stehen jetzt an der Ostküste, ganz in der Nähe von Inverness, weil wir da morgen unseren Gebläsemotor abholen und weil es gestern dann richtig warm wurde und ein Megasturm aufkam oben auf dem Berg, deswegen sind wir dann runtergefahren. Ja, machen heute Office Day, arbeiten hier ein bisschen. Ich gehe mit Cäsar jetzt mal raus, weil es hier ganz angenehm ist. Sogar fast frühlingshaft, ich glaube so 8, 9 Grad sogar. Und ja, wir schauen mal. Hier ist nämlich auch wieder ein Spot, wo man Delfine beobachten kann, wenn sie denn da sind. Ich gucke schon die ganze Zeit aus dem Fenster hier, aber ich habe noch keine gesichtet. Aber wir gehen jetzt mal eine Runde raus, vielleicht haben wir ja Glück. Und wir sehen welche. Bist du bereit, Cäsar? Hey, wir gehen raus. Du. On the outside, looking in, I really wasn't sure what I was getting. Between the highways, on the sea, waiting for something to get. Tschüssi, bis dann. Tschüss, viel Spaß euch. Später. Wir holen den Arzt, ne? But you act like gravity, and you are pulling me. 'Cause you know what I want, babe. And you know everything that gets me going. You know what I want. Dieser Schlawiner, ey. Cäsar, du bist ein Schlawiner. Ja, genau du. Bist einfach wieder weggelaufen. Ja, brauchst gar nicht mit dem Schwanz zu wedeln. You know what I want, babe. You know what I need before I show it. I saw it fire from the sea. I didn't know what it was telling me. Like Robert Zimmerman singing a song. Just gotta keep on keeping on. I really wasn't sure what I was hoping for, but you knew everything you've done this all before. You know what I want, babe. You know everything that gets me going. You know what I want, babe. All the little things that I'm not showing. You know what I want. Wir sind jetzt hier in einem alten Militärfort gelandet. Ist sogar noch in Benutzung heutzutage. Kann man sich aber auch trotzdem besichtigen. Und ja, wir haben uns gerade reingesneakt. Psst. Keine Ahnung, vielleicht ist es im Winter auch frei, wir wissen es nicht. Aber hier war niemand da, der irgendwas kontrolliert hat. Und jetzt sind wir einfach drin. Jetzt gucken wir uns hier mal um. Das ist meine Kanone. Was ist das denn? Die haben so doch früher Zwerge rausgeschossen. Before I
So, das war Fort George. Jetzt gehen wir zurück zu Tina. Schöner kleiner unterhaltsamer Spaziergang mit den Jungs. Und jetzt gucken wir mal, ob es hier noch Fish and Chips gibt irgendwo. Wir wollten schon die ganze Zeit essen, aber jedes Mal, wenn wir es essen wollten und dann nach einem Restaurant gesucht haben oder nach einem Pub, dann hatten die zu. Hoffen wir, dass wir heute mehr Glück haben, weil wir haben Hunger. Sicher in Verwahrung? Sicher in Verwahrung. Er kennt halt den Weg nach Hause. Ja, er stand vorm Bus. Er hat sich erschrocken, als ich auf einmal die Tür aufgemacht habe. Ja. Guten Morgen. Es ist Montagmorgen und wir sind mal wieder auf dem Weg nach Inverness. Wir sind, glaube ich, mittlerweile Stammkunden in dieser Stadt. Rob hat uns ja letzte Woche den Gebläsemotor bestellt und den holen wir jetzt ab und dann hoffen wir, dass endlich unser Heizgebläse wieder funktioniert. Und dann müssen wir heute auf jeden Fall noch Wäsche waschen, Wasser auffüllen, einfach so ein paar Erledigungen, die anstehen. Und dann geht es weiter gen Norden. Wir haben uns ja jetzt sehr viel hier in der Region aufgehalten und wollen jetzt endlich mal Richtung Norden fahren und treffen uns da dann später wieder mit Rob, Archie und Sean. Is on the left. Ich habe unsere Papiere. Euro Car Power. Ja. Da ist er. Ja, Mach mal auf. mach mal auf. Na dann. Und, passt das? Ja, also es Gleich? sieht so aus. Sieht so aus. Ja, Ja, alles gut, Cäsar. Ja, das werde ich gleich einbauen, wenn wir Wäsche waschen. ja Baust du auf gleich jeden mal ein, Fall. dann siehst du das. Oh, ich freue mich so, wenn es wieder funktioniert. Wobei es jetzt draußen endlich mal wärmer wird, Wir gell? haben gerade Frühling, ne? Ja. 10 Grad hier. So, da bauen wir das Ding mal ein. So, jetzt hoffen wir, dass es funktioniert. Das ist jetzt der Moment der Wahrheit. Ja? Oh mein Gott! Jawohl, es geht wieder. Okay, super gemacht, Schatz. Oh, wie cool. Und euch rauf. Guck Geil. mal, die einzelnen Stufen funktionieren. Geht alles wieder? Ja. 3, 2, 1. Yes! Der braucht Boah, schon, ist das eine Erleichterung, ey. Ja. Das wird so easy wieder zu fahren jetzt. Nichts mehr wischen beim Fahren. Geil. der braucht schon eine Werkstatt, die einem was Falsches dann sagen, ja? Ja, vielen Dank nochmal an Sean, der das Ganze durchgetestet hat an der Stelle und uns bestätigt hatte, dass es wirklich der Motor ist. Ja, vielen Dank. Ja, jetzt läuft die Bude wieder. Schön. Nach über einem Monat, oder? Mehr als einen Monat, 1,5 Monate. Ach, wie cool. Ist immer wieder schön, Leute. Fresh and clean? Ja. Geil. Oh, ich freue mich immer über so. Ich freue mich immer so sehr über frisch gewaschene Wäsche. Ja, bei dem Lumpibus kein Wunder, ey. Na, Mister, was haben wir verbraucht? Ja, jetzt tun wir so, als ob wir uns putzen müssen. Ja, du weißt Bescheid. Cäsar hat mal wieder sein Geschirr durchgebissen. Ja, aber diesmal ist es Ganz in durch. 2 Teile. Oh Mann, ey. Wir haben bloß noch ein Renngeschirr für ihn eigentlich. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber Ja. es muss es irgendwie so funktionieren. Oder? Ja, muss so funktionieren, was soll man machen? Keine Ahnung, wir können jetzt nicht irgendwie eins aus dem Ärmel schütteln. Falls ihr euch noch erinnert, er hat es ja geschafft, in Spanien mein Gurtchen durchzubeißen an der Fahrerseite. Dann hat er schon mehrere Leinen durchgebissen. Stimmt, genau.
Und an Silvester auf der Isle of Skye, weil er mal kurz drin bleiben musste, weil Marco draußen Feuer gemacht hat und ich auch was vorbereitet habe, hat er unser Spannbetttuch durchgebissen. Also wirklich ein Riesenloch. Wir haben es nicht gefilmt, weil wir einfach gehört haben, dass er gejault hat und dann bin ich gleich wieder rein. Ja, und da hat er das verbrochen. Ach Mann, und er hat so viel Spielzeug. Also ich habe mich vorher schon gefragt, ach cool, hat er sich jetzt selbst reguliert und hat ins Spielzeug gebissen. Weil das lag hier, das hat er sich nämlich auch rausgeholt, sein Spielzeug. Ja, das nur, weil man mal kurz einkaufen geht. Ja. Das ist unmöglich manchmal. Der lässt da keine Chance. Na, ich verstehe es halt nicht. Manchmal ist es völlig entspannt und dann passiert wieder sowas. Ja. Ich war extra vorher mit dir draußen, Mister. Can't hear you. Der ignoriert uns jetzt wieder gekonnt. Ja, wenn wir ihn nämlich ignorieren, ignoriert er uns sozusagen zurück, genau. Um zu zeigen, eigentlich bin ich derjenige, der euch ignoriert. Ist mir egal. Dieser, du hast schon gegessen. Jetzt essen wir. Was ist denn los? Ja, du wolltest lieber unser Essen haben, ne? Oh ja, ist ja gut. Ist ja gut. Oh ja. Tessa, du hast rohes Fleisch bekommen heute. Ja. Hast du ihm das gegeben heute? Oh, ist das süß. Ich hab dir rohes Fleisch Goldig. gegeben. Oh, Tessa, nicht auf mich drauf. Oh, das ist gefährlich. Der will meine Bulette. Tessa, nein. Nein, geh zurück. Feini, super. Kannst du dich wieder hinsetzen, bitte? Ich will nicht. Was ist denn los? Das ist die Entschuldigung. Ich glaube, das ist die Entschuldigung für heute, hä? Dafür, dass du heute dein Geschirr durchgebissen hast, ne? Ja, Gesundheit. Das ist deine Entschuldigung. Ich habe sie angenommen, ist okay. Wow! Guten Morgen, willkommen aus dem Frühling. Ey, was ist heute los? Krass! Selbst Tina hat die Nacht geschwitzt. Ja, oder? Ich weiß nicht, was los ist, Leute. Mir war es übelst warm. Und wir hatten sogar das Dachfenster offen. Heizung aus, Dachfenster auf und ich habe trotzdem geschwitzt. Ja. Und wir haben jetzt gerade irgendwas um die 13, 14 Grad. Ey, übelst verrückt. Und das im Januar, oder? Na, und dieser Temperaturunterschied noch am Wochenende. Ja, vor 2 Tagen noch minus 10 und jetzt sind es 14 Grad. Ey, was ist los? Naja, wir stehen hier an Bonar Bridge. So nennt sich dieser kleine Ort mit dieser Brücke hier. Ganz okay der Stellplatz, ganz schön. Gibt es ein paar Feuerstellen und kann hier halt am Ufer entlang spazieren. Und hier soll es wohl auch Otter und ich weiß nicht, ob es auch Delfine gibt. Bisher aber noch leider nichts gesichtet. Wir sind dieses Jahr irgendwie noch ziemlich erfolglos, was irgendwie so Wildlife in der See betrifft, oder? Wir haben noch nichts so richtig. Doch, die Delfine. Du hast die gesehen auf der Fähre. Ja, aber die konnte ich leider auch nicht filmen, da war ich nicht schnell genug, wo wir nach Lewis Harris sind. Aber sonst haben wir noch gar kein Wildlife, was irgendwie Meer, See, Flüsse betrifft, gesehen. Hm? Nee. Nur an Land. Naja, kommt vielleicht noch. Ja, was machen wir heute? Ich glaube, wir chillen heute nur, oder? Ja, ich glaube, wir lüften einfach einen Pumba aus, weil es so angenehm ist. Ja, wir machen ein bisschen sauber, alles spazieren. ausschütteln. Ja. Ja, morgen fahren wir dann weiter Richtung Norden.
Da wollen wir uns noch ein paar Burgen und Schlösser angucken und an die Küste gucken. Ja, aber alles ganz spontan dann. Hm? Ja. Cäsar, hast du Spaß? Die Standheizung oder die Heizung hat ja, wir haben sie ja, also der Motor Ach so. funktioniert. Stimmt's? Ja, der Motor vom Heizgebläse funktioniert. Genau, die Stufen funktionieren auch, die einzeln verstellbar, man hört das, Ja, aber es kommt nichts raus. ja. Also es ist gleich wie vorher. Es hört sich nur übelst laut an und wir dachten, Ja. yeah, es funktioniert Funktioniert. endlich. Und dann während Fahren haben wir gemerkt, nee, es ist genau gleich wie vorher. Also das Problem scheint ein größeres zu sein. Also natürlich war dieser Heizgebläsemotor kaputt. Der war kaputt, ja. Der funktioniert jetzt wieder, aber Jetzt ist was anderes noch kaputt. ja, Und Sean hat gestern noch mal geguckt und er hat gleich eine Vermutung aufgestellt. Der ist der TÜV-Prüfer, also der kennt sich da ein bisschen aus und hat da gleich reingeguckt und wir werden vielleicht heute noch mal reingucken. Der meinte irgendwas am Turbo. er hat gesagt, das T-Stück, was zum Turbo geht, glaubt er, dass das leckt. Ja, dass da Druckverlust ist. genau, Und und das- deswegen wird die Klappe nicht mehr geöffnet, die dafür zuständig ist, dass die Luft nach innen kommt. Genau. Also die Klappe bleibt sozusagen zu und dadurch funktioniert es nicht. Ja, wir gucken es uns heute mal an. Ist ja perfektes Wetter. Ja, aber also wir wissen nicht, wo das sitzt. Keine Ahnung, ob man da jetzt so einfach rankommt Nee. beim Turbo an diese Leitung. Und Na, und wir haben unser cooles Handbuch aufgeschlagen. Es hat uns ja schon ein paar Mal geholfen, aber wisst ihr was? Es ist nichts über die Heizung drin, ja, nichts über das Heizgebläse. Heizsystem. Ja. Und es war so witzig, weil ich es mit Sean durchgeguckt habe und wir haben ja alles auf Deutsch und er hat nur die Abbildung gesehen und hat gleich übersetzt. Er hat gesagt, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Es war übelst witzig und ich habe noch nicht mal gesehen, um was es geht. Er so, nee, weiter. Das war echt cool. Ja. Ja, naja. Wir haben das letztens auf dem Berg schon gemerkt. Da war der letzte Anstieg und vor uns hat ein Auto angehalten. Warum auch immer, mitten auf der Straße. Und ich musste den ersten Gang runter und wollte wieder anfahren und habe gemerkt, dass ich den durchgedrückt habe und er hat einfach kein Gas so richtig angenommen, keine Power gehabt. Und ich dachte, okay, es waren deutlich Minusgrade, es war alles glatt, okay, vielleicht dreht er durch. Aber jetzt lässt sich das so viel besser erklären, dass er einfach ein Druckverlust ist, deswegen der Turbo nicht mehr so gegriffen hat. Ja, und wir wussten halt nicht, dass der Turbo auch mit der Heizung zusammenhängt. Naja. Wir gucken mal, ob wir das Loch finden, ob wir das irgendwie beheben können oder nicht. Ja. Bei den Temperaturen brauchen wir gerade keine Heizung, aber wenn es wieder kälter wird und regnen soll, dann brauchen wir sie definitiv. Deswegen wäre es schön, wenn wir das Problem auch noch finden und beheben können. The actuator. Sean erklärt uns wieder alles und hilft uns. Oh, das ist so schön, jemanden zu haben, der sich auskennt und so enorm hilfsbereit ist. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr wir das gerade schätzen. Yeah. That will break. Yeah, probably old and rusty. You have to loosen it. You don't have to undo it. Okay, then we can Slide it. slide it out. Archie hilft auch mit. Der überprüft, dass hier alles richtig zugeht. Wir gucken uns die Leitung an. Die Druckleitung. Die Druckleitung von dem Turbolader. Turbolader, Schrägstrich Heizung, weil die miteinander verbunden sind. Und irgendwo liegt es halt, ne? Oder an der Pneumatik ist irgendwas. Is there anything up here? Marco und Sean haben hier schon einen ganzen Pumper auseinandergenommen. Aber Sean hat auf jeden Fall ein Loch irgendwo im Schlauch entdeckt. Ja, aber jetzt finden wir es gerade nicht, wo es ist. Wir hören es, aber wir haben es noch nicht gefunden. Ich dachte, das ist einfach eine kurze Sache, mal eben hier in 30 Minuten erledigt, aber ist nicht so. Jetzt ja einen halben Motorraum auseinandergenommen. Sean hat gerade herausgefunden, das Kabel, ja, das Anschlusskabel, damit der Motor Strom bekommt. Das kann man eigentlich nur in eine Richtung reinstecken. Ja? Da gibt es so einen Nippus, das kann man nicht falsch reinstecken. Okay. So, wir haben den Nippus jetzt abgemacht mit dem Messer
sodass wir es auch andersrum einstecken können. Und jetzt geht die Luft in die richtige Richtung und kommt auch vorne bei uns in der Lüftung an. Das war das Problem. Nein. Ja, also das neue Teil ist falsch konzipiert. Was? Ja. Das neue Teil ist falsch konzipiert. Ja, it's maybe for Australian guys. Oh mein Gott. Wir haben es nach wie viel Stunden? Ich habe keine Ahnung, aber ich meine, es ist dunkel. Marc und Sean haben hier erst alles aufgebaut und vor allem haben die dann nochmal hier drin alles auseinandergenommen. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht, aber sie haben hier nochmal alles auseinandergenommen. With a T-shirt on. Die zwei haben hier einfach auch noch alles auseinandergenommen. Ich kann es nicht glauben, was am Ende das Problem war. Guckt es euch an. Hier ist alles auseinandergenommen worden. Es ist dunkel. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden die jetzt da dran waren. Oder ich weiß nicht, ob das was mit englischen und deutschen Autos zu tun hat. Ja, aber wir haben ihn ja gefragt und er hat Er gesagt, meinte, das nein, kann eigentlich nicht nicht. sein. Ja. Ja. So. Und jetzt haben wir den Plastiknippes abgemacht mit dem Messer. Dadurch konnten wir es jetzt andersrum anstecken, also plus und minus vertauscht. Und dann ging es auf einmal in die richtige Richtung. Ja, aber da muss auch erstmal drauf kommen, oder? Ja, und wir haben den Halbmotor auseinandergebaut heute. Jetzt haben wir hier vorne wieder alles auseinandergebaut. Und er so, das kann nicht sein, alles funktioniert. Ja, der hat nicht aufgegeben. Wir haben echt schon zwischendurch gesagt, ey komm schon. Ja, wir lassen es jetzt. Ist Wir okay. lassen es jetzt, du hast schon einen halben Nachmittag damit verbracht. Er so, nee, wir finden jetzt das Problem. Oh, krass. Liebe geht raus an Sean. Ja, danke schön. Vielen, Ey, vielen Dank. So geil. Also so tolle Menschen, ey, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bewundere das auch auf jeden Fall, dieses Wissen und dass er einfach nicht aufgegeben hat Ja. und gesagt Thank hat, you very nee, much, Leute, wir Sean. schaffen das jetzt. Greatest person. Ja, thank you so much. We're so happy. Thank you. I destroyed your van. No! No. No! You made everything working again. Guten Morgen! Wir sind jetzt unterwegs, um ein Schloss zu besichtigen. Aber das Highlight des Tages ist immer noch unsere Lüftung. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie funktioniert. Welcome to Dunrobin Castle. Mächtiges, imposantes Castle, würde ich sagen. Gucken wir uns mal genauer an. Also ich habe gerade schon Rob und Tina gefragt, ob sie die Burg, die Castle beeindruckender finden oder Balmoral. Sie meinten Balmoral und ich bin aber komplett anderer Meinung. Ich finde die so imposant. Also wir gucken jetzt mal ringsrum. Ich weiß gar nicht, wo wir hier überall lang streunern können, weil rein können wir nicht. Die ist geschlossen im Winter. Aber die hat auch einen richtig geilen großen Garten. Ich hoffe, wir können da irgendwie noch einen Blick drauf erhaschen. Aber mir gefällt die mega. Ich finde die wahnsinnig cool. Bist du immer noch der Meinung, dass die Balmoral, also die Royal Castle schöner ist? Nein, ich muss Marc zustimmen. Ich dachte erst, er übertreibt, aber jetzt sehe ich es nochmal von der anderen Seite und er hat recht. Es ist auf jeden Fall
viel atemberaubender, das Schloss, als die Balmoral Castle. Und die ist halt übelst geil hier an der Küste gelegen. Und die Ja. hat einen mega riesigen Garten. Ja, So einen und richtig englischen Garten. ich habe gerade Oder schottischen Garten. nachgeguckt. Die wurde 1835 erbaut und innerhalb von 10 Jahren fertiggestellt. Ja? Ich finde, es ist immer so krass. 10 Jahre so ein Schloss mal eben. Chapeau. Wow. Stell dir mal vor, du lebst da drin. Wie viele Zimmer hat das? 189 Zimmer. 189 Zimmer. Da kannst du jede Nacht woanders schlafen. Und jeden Morgen woanders frühstücken. Ja, das stimmt. Hast du immer ein Gefühl von Urlaub, weil du immer woanders bist. Ich find's krass. Übelst geil, das Ding. Ich liebe solche Türmchen, gell? Ja, das sieht halt aus wie im Märchen, ne? Ja. I look the other way. I don't see how it's got anything to do with me. Oh, hurry, I need my beat. At any expense, it doesn't make sense. Wo hat der jetzt eigentlich angehalten hier? Wir sind jetzt bei den Valley Ghost Steps. Ich habe vorher noch mit einem super netten Mitarbeiter beim Dunrobin Castle geredet. Und der hat mir erzählt, dass wir auf jeden Fall hier vorbeigehen sollen, weil es einfach ein richtig schöner Platz ist. Und hier haben früher, hat er mir erzählt, sind die Frauen hier runtergelaufen zum Wasser, haben die ganzen Heringe eingepackt, in den Korb gemacht, auf den Rücken geschnallt und sind dann 10 Meilen weit nach Wick gelaufen, um dort die Heringe zu verkaufen. 10 Meilen, das sind 16 Kilometer. Krass. Und das an Sportlich. einem Tag. Sportlich, Erstmal da ne? runter, hat gesagt, also da Haben die aber auch gefischt oder haben die Männer gefischt? Das hat er nicht gesagt. Ich glaube, die Männer haben gefischt, die Frauen. Er hat gesagt, die Frauen sind nur die ganzen Stufen erst runter, haben ihre Körbe beladen, die ganzen Stufen wieder rauf und dann noch 10 Meilen nach Wick, um alles zu verkaufen. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Ja. Du, Pupsbacke, bleibst hier. Du hast Arrest. Ja, Der ist vor uns wieder weggerannt. sie haben Rest, Hausarrest. Every cell in my body eats its protein. Oh, grass is only for cows and rabbits that don't know how to kill and conquer, to win and rule. Oh, it's what we learn at school. Guck dir mal diese wunderschöne Farbe vom Wasser an. Das ist ein Mix aus Türkis und Grün. Banned all plastic straws, quit smoking. Oh, every paycheck we get, 10% Geiles Echo hat man hier. donated. Wenn einer weiß, was das ist, schreibt es doch in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall schon etwas älter. Etwas durchgerostet. Haben die damit die Boote rausgeholt oder den Fisch? Ist das ein Kran? Also ich finde es wunderschön, auch wenn es jetzt wieder regnet hier. Hat was. Mystisch. Es hat wirklich was. Diese Felsformation ist einfach der Wahnsinn. Marco hat gerade hier hinten einen riesigen großen Fisch entdeckt. It's what I've learned at school. Die sind auf jeden Fall noch alte, rostige Ketten, wo wahrscheinlich dann ihre Boote gelagert haben, angebunden.
conclusion is that it's all a lie. Also ungelogen, das ist heute schon der 10. Regenbogen, oder? Ja, mindestens. Geil. Aber es fängt auch immer wieder zwischendurch an zu regnen. Ja. Ja, schöner Spot hier. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Schöne Klippen hier, eine schöne Grotte. Dann hat man hier noch diese Überreste von den... Ich weiß nicht, ob das hier eine Fischerhütte war oder ob die nur den Fisch hier aufbereitet haben und... Ja, keine Ahnung, wissen wir nicht genau. Ja. Aber so ein paar Überreste findet man hier noch. Und wunderschönes Wasser. Eine wunderschöne Ja, Farbe. türkisfarbenes Wasser, ey. Sieht übelst geil aus. Wir verabschieden uns jetzt von diesen alten Fischweibern hier. Hat sich gelohnt, oder? Auf jeden Fall war ein richtig guter Tipp. Geil. Von Ja. dem Local. Richtig cool. Ach, wir sind schon wieder so überwältigt, Ja. Freunde. Es ist echt krass. Hinter jeder Ecke hast du hier einfach nur wieder so einen atemberaubenden Spot, wo du denkst, kann es eigentlich noch geiler werden? Ja, und dann dieses Farbenspiel immer. Also ich meine, selbst wenn es regnet, okay, danach kommt gleich meistens wieder die Sonne. Aber es ist einfach so überwältigend. Ich kann es gerade irgendwie noch nicht fassen. Naja, wir gucken jetzt mal zum Pumba und mal sehen, was Cäsar gemacht hat. Ich hoffe nix. Ich hoffe, er schläft ganz süß auf dem Bettchen. Ja. Hallo Cäsar. Na, mein Schatz? Hallo, Nick. Oh, Ja. die Süßbacke. Kurze Inspektion. Was kaputt? Nee, sieht alles tipptopp aus hier. Gut. Ja, ist noch in einem Stück. Super. Fein gemacht, Cäsar. Super. Was ist so super Spaß? Hast du schön auf den Pumper aufgepasst und geschlafen? Ist das mein Leckerli jetzt? So? Ja. Mit diesen geilen Würsten hier. Oh ja, ich hol dir eine. Ja, bitteschön. Hallo, Adi. Sean ist jetzt gefahren, sein Urlaub ist leider vorbei. Was für ein netter, lieber, hilfsbereiter Typ. Ey, wir sind so dankbar, dass er uns mit Pumba so geholfen hat. Er hat sich echt enorm viel Zeit genommen. Und ich bewundere das einfach sehr, was der alles weiß. Das ist echt ein Genie. Ja, der liebt Tüfteln. Der hat sich da Ja. reingefitzt und wollte auch unbedingt dann eine Lösung finden. Ja, das war echt richtig süß. Und hat danach auch gefragt, ja, wie läuft's? Habt ihr irgendwie was gemerkt, dass was nicht gepasst hat oder so? Also richtig lieb. Wir haben gestern Abend hier noch ein paar andere Leute getroffen, haben den Abend zusammen verbracht, ein Lagerfeuer gemacht, ein bisschen was getrunken und war einfach eine lange Nacht, beziehungsweise ein kurzer Morgen und deswegen sind wir alle ein bisschen müde.
Ich bin verkatert. Marco ist verkatert. Der hat zu viel probiert. Ja, also Sekt und Whisky, das ist keine gute Kombination. Na, und dann gab es noch Cider und Bier. Also ein wilder Mix auf jeden Fall. Und wir frühstücken jetzt endlich mal und dann nachher geht jeder seiner Wege. Dann geht's weiter. If I could find a way to say the right words to you, explain what I'm going through, what is on my mind. Wish I Viele Schafe. Wir jagen die nicht, okay? Wir üben hier schön, dass wir die eben nicht jagen. Kriegen wir das hin? Cäsar! Er reagiert null. Sobald er Schafe sieht, hat er keine Aufmerksamkeit mehr für irgendwas anderes. Gell, Cäsar? Richtig gebrauchter Tag heute. Also ich habe mega Kopfschmerzen. Marco hat gestern zu viel probiert. Ja, ich kämpfe ganz schön ums Überleben heute. Und dann ist so ein schöner Tag, es scheint schon den ganzen Tag die Sonne. Wir sind hier zur Küste vorgefahren und gucken uns jetzt die Sinclair Castle an, also die Überreste davon. Und man läuft hier so einen Pfad an den Klippen entlang und das ist echt wunderschön. Ja, ist richtig schön. Es ist gerade auch schon leichte Sonnenuntergangsstimmung. Also wirklich perfekt. Und ich habe jetzt Kopfschmerzen. Ich kann es gerade gar nicht so genießen. Naja. Alkohol, ich trinke nie wieder Alkohol. Quatsch. Die zwei Burgen wurden im 15. bzw. 17. Jahrhundert auf einem riesigen Felsen direkt an der Sinclair's Bay errichtet.
1690 belagerte George Sinclair of Caius die Burgen und zerstörte sie, um den Sieg zu erringen. Seitdem sind die beiden Burgen herrenlos und befinden sich in diesem Zustand. Wir haben bei unserer Besichtigung der Ruinen eine ganz besondere Sonnenuntergangsstimmung genossen. Es hat sich so angefühlt, als wären wir genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen. Es war wahrhaftig ein wundervoller Tag, den wir gemeinsam mit Roxana, Callum, Rob und den Hunden verbringen durften.